Einen wunderschönen guten Morgen. Heute was ist denn heute? Der 17. oder der 18. Juni. Irgend sowas um den Dreh. Es ist kurz nach 6. Wir haben die ersten Höhenmeter hinter uns gebracht. Man sieht, die Sonne kämpft sich gerade gen Horizont. Belohnung des ersten, das ist früh am Morgen. Meine Belohnung für heute. Für den ersten Anstieg. Und es ist mega geil. Wie die Wolken da noch drin hängen. In der Bergregion hier. Das ist so geil. Alles noch friedlich schläft. Herrlich. Aber ich bin jetzt auch schon in 10 Minuten, weil ich hier kurz Pause gemacht habe nach dem Anstieg. Und habe mir das Spektakel ein bisschen angeschaut. Sehr geil. Und jetzt geht's wieder weiter. Zum gestrigen Tage. Vielleicht auch noch ein paar Worte verloren. Gestern ist nichts passiert, ne? Gestern war faul. Gestern war ein Zero-Tag. Hängt zum einen damit zusammen, dass ich irgendwie morgens aufgestanden bin und es hat geregnet und es war alles nass und draußen hängen meine Klamotten und die waren auch alle nass. Das Zelt sah aus wie Scheiße und ich hatte schon wieder die Schnauze voll am Tag und habe mir gedacht, ach komm, weißt du was, du gehst jetzt vor. Als es dann aufgehört hat zu regnen, gegen 7 oder so, bin ich wieder vor zu dem kleinen Laden, habe gefrühstückt, habe mir ein bisschen Zeug noch eingekauft und bin wieder zurück und habe mir dort einen schönen Tag gemacht. Ganz einfach. Und es war mega geil. Es war richtig herrlich, ich bin schön in den River reingesprungen, hab meine Ruhe gehabt, hab gechillt, hab meine Ausrüstung nachbereitet, hab ein bisschen Sport gemacht, was auch nötig war, hab gut gegessen, hab mich viel ausgeruht und ja, bin gestern zeitig ins Bett. Ich hatte noch 2 Nachbarn dabei gestern, aber alles easy. Und genau, heute geht's wieder los. Jetzt müssen wir nämlich dann doch tatsächlich wieder ein bisschen mehr Gas geben, weil es ja doch noch über 700 Meilen sind, die ich zu schrubben habe. Und die Hälfte des Juli ist auch schon wieder rum. Ich verwechsel die beiden immer, ne? Das ist so ganz normal bei mir. Genau, also ich muss mich schon jetzt wieder ein bisschen sputen. Also ich habe kein Ziel gesteckt heute, aber wenn wir so 15 bis 18 Meilen irgendwie schaffen würden heute, wäre geil. Und in dem Sinne würde ich sagen, auf den Rucksack und packen wir es wieder, Freunde. Auf geht's. Es ist gerade etwas bewölkt hier, was ich sehr begrüße. Wir haben jetzt knapp 700 bis 800 Höhenmeter gemacht, also in etwa die Hälfte von heute. Also laut Höhenprofil sind wir heute bei 1600 bis 1700 Höhenmeter. Ja, ich laufe hier gerade eine kleine Detour, also einen Umweg, weil normalerweise der Trail diese Richtung verlaufen würde. Allerdings wurde da wohl die Brücke weggespült beim letzten Unwetter und somit ist das Ding nicht passierbar. Und BMW. Ach. BMW, den mögen sie hier, den X5 und X3 und so. Da stehen die Amis drauf. So, ich habe gerade ein Bier getrunken, deswegen muss ich kurz aufstoßen. Ja, Entschuldigung. Aber wenn das Bier am Wegesrand steht mit Wasserkanister voll. Die Betonmische hier, die sehen auch ultra lustig aus. Ja, hier an der kleinen Kreuzung, da stand wieder ein paar Wasserbehälter. Und noch 3-4 Dosen Lightbier. Trail Magic halt. Da habe ich mir ein Döschen gegönnt. Und jetzt geht's weiter. Mein Ziel ist in ungefähr 30 Meilen Salisbury, weil dort wieder mal mein Maildrop-Paket liegt, was ich weiterschicke.
Nächstes Mal mache ich 200 Meilen, das ist ja scheiße. Es ist zwar nicht viel Betrieb hier auf der Straße, aber trotzdem. Hier, seht ihr das? Ein fettes Gerät. Nee, also kennt muss ich nicht. Da wären zwar ein, zwei, in Anführungszeichen, Outfitter, aber das sind eher so Schuhgeschäfte. Die Schuhe, die ich jetzt anhabe, die sind jetzt, keine Ahnung, die laufe ich jetzt seit 350 Beinen, also 200 müssen sie noch machen. Ansonsten werden sie mit Klebeband getaped. Das ist mir dann auch wurscht. In Salisbury, wie gesagt, wieder Melder weiterschicken und da muss ich auch wieder meine Resupplies auffüllen, mein Fresschen. Und man doch merkt, auch gerade im Sommer, wie extrem der Hikerhunger kickt. Du isst einfach. Ich wach nachts auf im Zelt und habe einen Kohldampf und muss mir mal, mir nichts, dir nichts, 2, 3 Riegel reinschieben. So, random. Aber ist halt so. Ja, das Stand der Dinge. Es ist momentan noch angenehm zu laufen, Luftfeuchtigkeit ist hoch, aber es geht. Also ich habe noch keinen Duschvorhang am Arsch kleben, es geht noch. Da wird pustet immer mal so ein bisschen trocken. Oh, hier sind mal Solaranlagen drauf, ich flippe aus. Guck mal hier. Solarpanel. Aber Photovoltaik ist hier überhaupt nicht am Start. Also habe ich ganz wenig gesehen, geschweige denn irgendwelche Felder oder so. Also irgendwie Energiewende ist hier noch nicht so richtig angekommen. Also ich muss jetzt hier irgendwie rüber, ne? Weil hier am Pfosten ist mein Blaze. North Detour, alles klar. Wenn wir es da reinmachen. Hier ist die Abzweigung. Oder ist das landwirtschaftlicher Betrieb oder was? I don't know. Wir werden es nie erfahren. Ah, guck mal an. Da geht es gleich ein kleines bisschen bergauf. Jawohl. Mal kurz in die Hände spucken und hoch geht das. Mein Gott, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Abstiege. Normale Abstiege, weißt du, die so, keine Ahnung, 35, 50 Grad von mir ist auch noch. Aber wenn du dann so runter gehst, Alter, danke. Die Knie, die schreien schon wieder. Alter, da sind halt Steine dabei. Kann man ein Bild einblenden vielleicht. Meter hoch, muss ich ja erstmal auf den Stein sitzen, dann runterrutschen. Aber war schon wieder krass zu laufen. Ja, manchmal hast du halt wieder so Dinge dabei hier. Da wo du aus dem Fluch nicht mehr rauskommst. Zumindest ich, weil ständig Schmerzen ins Knie fahren, die ganze Zeit. Und das kotzt mich an. Oh, was würde ich tun für ein paar gesunde Knie? Fast ein bisschen peinlich, als ich dann tatsächlich unten war. Jetzt wäre ich fast scheiße gestiegen. Dann wäre der Tag gelaufen. Als ich dann endlich unten war. Ich habe ja den Berg von oben bis unten runter geflucht, ne, zum Teil. Auf Deutsch. Und sah ich unten, sehe unten ein paar Stühle stehen, aber die niemanden drin sitzen. Nehme ich so meine Sticks so, ne, voller Zorn auf mich selbst und auf meine Knie und wollte die Dinger so vor den Stuhl schmeißen. 2 Stunden daneben sitzt einer und guckt blöd. Der hätte ich fast abgeschmissen, sag ich. I'm sorry. Ja. Der hat nur gelacht und hat gesagt, ja, er hat mich schon kommen gehört. Und mich fluchen gehört. Ja. Mein Gott, ey. Knie, bitte haltet durch. Haltet einfach durch. Ich schone euch ja so gut es geht. Heute Abend dem mal wieder ein bisschen. Ja. Bist du machtlos. Ach so. Ich habe vorher noch vergessen zu erzählen. Boah, ich muss mir irgendwann dieses Unkraut aus dem Gesicht mähen. Gestern lag ich ja im Zelt noch und wollte eigentlich schon schlafen. So gegen 8 oder halb 9 hat es ein bisschen angefangen zu regnen. Es wurde dunkler. Und dann hat es außen vom Zelt einen Schlag getan. Als wäre irgendjemand hingefallen oder was. Ne? Hab mir nichts weiter dabei gedacht. Und hab weiter geschlafen. Bloß die 2 Nachbarn neben mir, die haben so irgendwie ein bisschen, waren ein bisschen erschrocken oder so.
Ich mir immer noch nichts gedacht. Bin am nächsten Morgen, also heute quasi, aufgestanden und gucke mich schon ein bisschen um. Im Zelt lag ein riesen Ast, vielleicht einen halben Meter. Brauche ich Wasser? Das ist eine gute Frage jetzt. Ne? Ja, ich chill mal kurz. Einen halben Meter neben mir ein Riesenast, mega schwer. Den hat es gestern vom Baum geweht, also abgebrochen oder was weiß ich. Ja, hat hier der Schutzengel, der Papa, zum zweiten Mal schon. Also einmal, das war jetzt schon eine ganze Weile her, wo der Ast ein paar Meter neben mir lag oder gelandet ist, und gestern war auch knapp. So, was sagt denn die Uhr? Ist das ein Ja. Es ist Mittagszeit fast. Ich hoffe, ich erreiche jetzt dann bald meinen Shelter, weil dann habe ich nämlich fast 15 Meilen gemacht heute. Dann würde ich da Mittag machen, eine Stunde Pause und dann nochmal 5. Eventuell. Muss ich erstmal auf die Karte gucken, ne? Ja. Also so ungefähr bin ich runtergelaufen, nur in der Dimension 1:100, ne? Ja, also der ist sowieso wurscht, ne? Was du Aufstieg machst, machst du sowieso wieder Abstieg. Teilweise ein bisschen mehr sogar. Gut, dann gucken wir mal, wo der Shelter ist, und dann sehen wir uns später wieder. Etwas beruhigter. Tschüss. Nach etwa 17,5 Meilen haben wir diesen Shelter hier erreicht. Ich habe jetzt auch gerade schon Mittag gemacht. Wir waren relativ zügig unterwegs heute. Menschenskinder. Ah gut, wir sind auch kurz vor 5 losgelaufen. Also jetzt ist es 1:30. Kurz nach 1:30. Ja, kaum eine Pause gemacht. Ja, ich könnte schon heute 20 machen. Könnte ich schon machen. Ich könnte aber auch den Rest des Tages meine Knie schon. Und da der Abstieg mich heute ganz schön gebumst hat, entscheide ich mich für Zweiteres. Das ist der Shelter hier. 87er Baujahr. Kommt mir bekannt vor. Der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da wurde ich auch gebaut. Was war das jetzt? Na gut. Ich glaube, die Zeltplätze waren ein bisschen weiter unten. Aber wenn natürlich hier nur Scheißplätze sind, dann hau ich wieder ab. Aber mal gucken. Kamera Hitzeschlag? Wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich Software-Update sein, deswegen du dich die ganze Zeit ausschaltest. Anders kann ich es mir nicht erklären. Da sind wieder so beschriftete Campsites hier. Das wäre jetzt Nummer 3. Muss noch alles seine Ordnung haben, ne? Nummer 3. Ich möchte gerne einen haben mit viel Schatten. Was ist hier so? Die sind wieder da, Freunde. Suizidfliegen sind wieder da. So geil diese Flecken auch immer sind hier, ja. Also diese Flecken hier. Aber wenn es hier regnet und ein Zelt steht hier in dem Bereich, sieht dein Zelt aus wie Scheiße. Das ist einfach so. So, was ist hier? Das sieht natürlich auch sehr... grundsätzlich ist es wurscht, weil Regen tut so oder so. Also das Zelt wird so oder so nass. Egal. Ja. Hier vielleicht, hä? Jetzt sage ich, mache mein Zelt hier so hin. Like hier. Und dann, die Sonne wandert ja hier irgendwie so dann, ne? Denke ich mir mal. Also könnte hier eigentlich ein gutes schattiges Plätzchen sein. Jo. Why not? Let's do this. So, und erneut einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, vom Trail der Träume. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich trocken, so halbwegs.
Also Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, wie krass das die Nacht geregnet hat. Ich hatte wirklich Angst abzusaufen. Weil dieses Mal hänge ich wirklich mit dem Zelt in so einer kleinen Mulde fest, dass man halt so von außen nicht sah. Nur als ich das Wasser eben sammelte, hat man gemerkt, okay, hoffentlich steigt das nicht über 5-6 cm, weil sonst kommt es ins Zelt. Ja, war aber alles in Ordnung dann, aber ich bin auch gestern randomly 6:30 nach dem Essen eingeschlafen und Punkt 10 Uhr abends, als der Wetterumschwung kam, man hat immer mal wieder ein bisschen gegrummelt, also man hat es erwartet quasi, ne? Aber um 10 ging es dann richtig los. Und es hat geschifft. Scheiße, hat das geschifft. Bis heute Morgen 8:30. Da hat es dann wirklich mal aufgehört zu regnen. Also ich habe das Zelt vorher auch nicht wirklich verlassen. Nur einmal im Zwischenspurt quasi, um auf die Toilette zu gehen. Aber ansonsten habe ich das ausgesessen und habe halt drin gefrühstückt und Zeug gemacht. Und ja, jetzt ist es auch schon wieder 10 Uhr. Ich muss mal ganz kurz mich konzentrieren, weil die Steine sind noch etwas nass hier. Und der Weg ist schon wieder etwas anspruchsvoll, muss ich sagen. Habe auch vorher den älteren Hiker gefragt, ob er meine Hilfe braucht, da hoch den einen Stein, weil der war schon echt sonnig. Aber hat er gedacht, nee, schafft er schon. Ich hoffe, ich habe ihn damit nicht beleidigt, weil, ja, das bin ich halt. Helfe halt gerne. Ja, wie gesagt, jetzt kommt so langsam raus die Sonne. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90%, habe ich gelesen. Also rockt, haut rein heute. Ist mir aber gleich. Ich mache heute schön gemütlich, ich habe mega gute Laune. Und gehe einfach mal drauf los. In einem Stündchen werde ich Mittag machen. Gemütlich, je nachdem. Ja, meine Herren Nasenbären, also so einen Regen hatte ich hier auch noch nicht erlebt. Also das ist konstant so heftig regnete. Also nicht schlecht, echt. Ja, geht schön bergab gerade, Freunde, seht ihr. Und ja, wisst ihr es ja. Ich habe ja den Tag genutzt, den halben Tag, um die Knie ein bisschen zu schonen. Und ich will jetzt nicht gleich wieder alles zunichte machen. Ich merke es noch, aber nicht großartig störend, belastend. Ich muss halt langsam machen. Das nützt nichts. Ich kann da nicht runterschießen wie so ein 12-Jähriger. Bin ich halt nicht mehr. Gut, alles klar. Sonne ist da. Fröhliches Schwitzen und dann sehen wir uns später. Bis dahin. Tschüss. So, wie immer mal kurz wieder Wasser aufgefüllt. Ein herrlicher Bachfluss, nennt es wie ihr wollt. Hier im Wald ist schon wieder viel zu idyllisch hier. Mein Gott, ist das schön. Herrlich. Das ist der zweite, etwas größere Fluss, den wir heute überqueren. Nur der erste. Ich hab's gewusst, dass ich mit deinem Fuß anstoße. Ich hab's gewusst. Das war mit Ansage. Der erste Fluss, den wir überquert haben, der hatte es in sich, weil durch den Niederschlag gestern, durch den andauernden Niederschlag gestern, muss man ja fast sagen, ist der ein bisschen angeschwollen. So wie mein Zeh, nachdem ich mir 4-mal angehauen habe. Nevertheless musste man da irgendwie rüber. Und dann auf der anderen Seite kam schon Rich Runner mir entgegen. Also Leute, die auf den Trail unterwegs sind. Und Moskito. Ich sage ja, wenn du dich bergauf nicht so schnell bewegst, dann sind die gleich wieder da. Genau, der Rich Runner, der halt hier die Leute informiert und Ratschläge, Tipps gibt und so weiter. Ne? Die sind halt für alles da hier. Der kam mir entgegen. Oh, Drecksau. Und wir haben halt gesehen, dass die Steine unter Wasser sind und haben uns direkt entschieden, alle beide die Schuhe auszuziehen und die Sandalen anzuziehen. Dann sind wir rüber marschiert, wie die Pinguine auf Stelzen. Das sah aus. Oh, die Drecksau. Die juckt aber richtig ordentlich. Mies. Oh, die saß bestimmt eine Minute jetzt da drauf.
wenn ich gefilmt habe. Alter, naja, gehört dazu. Ja, drüben gewesen, was aufgefüllt und ja, Füße abgetrocknet und dann wieder rein in die Schuhe. Und eine schöne Abkühlung mal zwischendurch. Genau. Wir machen jetzt noch so 3 Meilen. Dann ist Mittagspause. Wir haben vorher tatsächlich, ich mache jetzt hier gerade kurz ein bisschen Pause, 10 Minuten, gab es Trail Magic wieder. Am Wegesrand Trail Magic und dann 20 Meter weiter stand ein Herr mit seinem Fahrzeug, hat schon aufgebaut, Tisch und so. Gab es Hotdogs, Wassermelone, was zu trinken. Saure Gurken. Der hatte ein Glas da stehen, das war schon fast leer. Da habe ich gedacht, ob ich das Zeug trinken darf. Er sagte, ja, ich weiß genau, was gut ist. Sag ich, ja, komm her damit. Und rein das gute Gurkenwasser. Herrlich. Mein Körper kam gar nicht klar mit so vielen gesunden Sachen auf einmal. War ganz nett. Und dann kamen noch 3 andere Hiker dazu, 2 Mädels und ein Bursche. Und der Bursche kam mir bekannt vor. Und dann saßen wir so und haben ein bisschen gequatscht und was, ne? Und dann sage ich, hör mal, kann das sein, dass du aus England kommst? Bist du ein Inselaffe oder warst du einer und bist jetzt Amerikaner? Und bist du auch am 18. März gestartet, so wie ich? Und haben wir uns vielleicht oben am Springer Mountain mal getroffen beim ersten Tag? Oder besser gesagt beim ersten Overnight auf dem Trail? Und ich habe halt nur so ein bisschen sein Gesicht erkannt. Ne? Er hat Bart auch jetzt, also Bartwuchs logischerweise, nach 4 Monaten. Und war das tatsächlich der Inselaffe. Ihr erinnert euch noch ganz am Anfang. Ein Inselaffe, Engländer. Hat sich herausgestellt, dass er doch jetzt Amerikaner ist und war früher Engländer und hat die Staatsbürgerschaft und ja, ganz dubios und so. Und ja, also krass. Und das Geile ist ja, heute ist der 18. Heute ist der 18. Juli. Also exakt vor 4 Monaten habe ich den zuletzt Mal gesehen. Also ist schon sehr random und ja, dass ich den heute treffe. Genau zu dem Tag. Genau 4 Monate zuvor. Das ist geil. Genau, so viel dazu. Und hier, guck mal, das ist die erste und wahrscheinlich auch letzte Aussicht für heute, die wir haben. Aber ist jetzt nicht minder hässlich oder so. Ich glaube, da auf der anderen rechten Seite unten, da ist irgendwie sowas wie eine Rennbahn oder eine Rennstrecke. Sieht zumindest so aus, es stehen ein Haufen Camper. Ja, ich glaube, das ist hier so, sag's mir, Nesca oder sowas. Da fahren auch die Amis voll drauf ab oder so, ne? Ja, da stehen die Trailer unten und das ist eine riesige Rennstrecke. Ja. Wer weiß, bin ich jetzt nicht wirklich interessiert dran, aber ja. Genieße ich jetzt noch 5 Minuten und dann habe ich noch 2 Mal bis zu einem Campsite mit Wasser. Es ist auch fast schon 4. Ich weiß, wir sind relativ spät losgelaufen heute. Ich setze mich da unten mal hin und lasse das auf mich wirken. Und wenn das ein schönes Campsite ist mit Wasser, dann werde ich da bleiben und die Knie wieder weiterhin ein bisschen schonen. Es läuft gut heute. Ich habe Spaß am Wandern und ich habe auch keine Schmerzen. Könnte schon auch die 22 machen oder 20. Aber kommen die schon? Nee, so schnell sind die nicht. Aber ich glaube, ich mache nach dem 15 Schluss, weil dann habe ich morgen so einen vernünftigen Nero. Dann kann ich heute noch mal ein bisschen Sachen trocknen, weil ich hatte noch keine Möglichkeit, irgendwie das Zelt zu trocknen, weil die Sonne bis heute noch nicht draußen war. So wie jetzt, das ist eigentlich die ganze Zeit. Gott sei Dank muss man sagen, es ist schwül, bergauf schwitzig natürlich wie immer, aber egal. So ihr Lieben, wie angekündigt, habe ich mich auf diesem Campingplatz breit gemacht. Es waren Punkt 15 Meilen heute. Ja, für das, dass wir erst kurz nach, so gegen 9 losgekommen sind, ist in Ordnung. Genau, ja, Zelt steht. Der Platz hier ist nicht der geilste, weil alles sehr verwurzelt ist und hier eine flache Stelle zu finden ist sehr rar. Ich habe mich wieder darauf konzentriert, 2 Meter in der Länge und 1 Meter in der Breite zu finden und den Rest ignoriere ich gekonnt. Warum habe ich eine Jacke an? Heute sind die Biester extrem unterwegs. Also die ganzen Mücken, Tigermücken und hast du nicht gesehen. Und der Vlies, der ist so dick, da kommen sie wenigstens nicht durch. Halt hier durch meine Gamaschen und so oder durchs Höschen. Da ist doch schon die nächste. Da kommen die überall durch.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mir jetzt hier mein Jacklein an. Ich muss jetzt noch Wasser holen. Oh, brauche ich noch was zum Scoopen, fällt mir ein. Was zum Scoopen, weil das wird sonst nichts. Das ist nämlich kein stehendes Wasser, aber es fließt auch nicht so, dass man es an der Flasche auffüllen könnte. Das funktioniert nicht. Also ich brauche was zum Löffeln und zum Umfüllen. Das mache ich jetzt. Und dann gehe ich ins Bett, Freunde. Hunger habe ich eigentlich gar keinen so richtig, aber das andere, das letzte Mal war mir eine Leere, also ich werde auf jeden Fall noch was essen, um dann morgen wieder fit durchzustarten. So sieht's aus. Der Engländer. Also ich nicht gedacht, dass ich den noch mal wieder treffen würde, ne? Also absolut. Ich habe mit jedem gerechnet, aber nicht mit ihm. Nicht schlecht. Dass er noch auf dem Trail ist, hätte ich anfänglich nicht vermutet, weil er den Anschein gemacht hat, als wäre so ein bisschen ein Städter, der so, ja, nicht viel damit zu tun hat, draußen zu zelten oder was. Na, lange Rede, kurzer Sinn, und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Das ist das nächste. Und damit einen guten Morgen. An der Stelle, meine Herren, bin ich heute zerklatscht. Boah, also gut geschlafen habe ich heute wirklich nicht. Frag mich bitte nicht, woran es lag, liegt, wie auch immer. Weiß ich nicht, irgendwie ständig wach. War ein komischer Platz da, ich bin auch ständig runtergerutscht, irgendwie von der Matratze. Wurscht. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und derzeit ungefähr 7:30. Ja, ein bisschen spät, ne? Ich weiß. Aber wir haben ja jetzt erstmal 11 Meilen vor uns nach Salisbury. Und dann machen wir halt dann eine Stunde, 1,5, was weiß ich, wie lange ich eben brauche, Break. Wir erledigen unseren Stuff, gucken zu oder sehen zu, dass wir nochmal irgendwo eine Steckdose finden, wo wir die Powerbank aufhängen können. Weil ich eben auch gestern eine neue Karte geladen habe, weil die Karte sind halt immer so Section Cards, ne? Also die gehen immer so von, was weiß ich, nur beispielsweise Pennsylvania nach Maryland oder wie auch immer, ne? Und meine Karte ist bald durch. Das bedeutet, ich habe bis zum Kartenende noch ungefähr 35 Meilen. Und dann kommt Great Barrington, wenn ich mich recht erinnere. Das ist die letzte Stadt auf der Karte. Und da werde ich hinmachen. Da werde ich morgen aufschlagen, Freunde. Also ich werde heute nicht zu diesem Dingsbums da gehen, zu diesem Hostel da und nur für das Zelt im Garten $35 zahlen. Sondern mich dann direkt wieder nach getanen Dingen auf den Trail begeben. Steigt der Wasserdampf hoch. Auf den Trail begeben und dann mache ich heute 15. Mal sehen, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber heute ist ein angenehmer Tag zum Laufen, muss man auch dazu sagen. Es hat jetzt aktuell 18 Grad und das ist fresh, wenn man das nicht mehr gewohnt ist. Hast du gleich Goosebumps hier on the skin. Futter brauche ich auf jeden Fall noch jetzt für 2 Tage und das ist ja ideal. 2 Tage Futter wiegen nichts. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel. Bisschen Trockenfleisch, 2, 3 Ramen und ein paar Riegel, aber die haue ich heute weg. Also Riegelchen brauche ich definitiv noch. Ja, ich glaube, also neben Salisbury ist noch irgendeine Ortschaft, aber da gehe ich nicht hin. Und deswegen geht das hier gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, da ist ein Korridor durch, der uns neben den Straßen vorbeiführt. Und ja, soll uns nicht interessieren. Aber wir können schon Meter machen hier. So, ich hoffe, ich werde demnächst mal etwas wacher. Ich bin echt noch zerklatscht. Ganz komisch. Also richtig Tiefschlafphase hatte ich nicht. Aber gut. Wird schon werden. Dann bis im Laufe des Tages. Ja, und schon ändert sich die Szenerie wieder ein wenig. Und wir gehen wieder gemächlich neben einem Fluss entlang. Oh Mann, wie hieß er? Ich und diese amerikanischen Namen. Housatonic River or something like that, in that direction. Ich glaube ja. So, schau mal hier. LT to Georgia.
1494. 106 Meilen. Yes, Freunde, 1500 Meilen. Ich bin das gelaufen. 1500 Meilen. Knappe 2400 Kilometer bis dato, glaube ich. Wahnsinn. Irre. Also mal kurz zusammengefasst, ich habe jetzt noch nicht ganz 2 Monate Zeit für 698 Meilen, Freunde. In diesem Sinne, greifen wir es an, würde ich sagen. Das klingt doch nach jeder Menge Wasser, oder? Und mal sehen, wo das herkommt. Wow! This is impressive. Ich kann die Burger schon riechen. Ja, wir sind kurz davor, die Straße zu überqueren und ich muss dann, glaube ich, direkt links steht irgendwas drauf. Also diese selbst gezeichneten Skizzen. Viel befahren? Es geht. Es geht. Ja, also 11 Meilen haben wir jetzt gemacht. Es ist 10:15. Das Postamt hat bis 1 Uhr offen, also tipptopp. Gucken wir mal, wie lange wir ins Zentrum brauchen. Aber ich glaube, die Stadt ist jetzt nicht so riesig. Heißt immer, ne? Und dann sind sie so weitläufig, dass du bis zum anderen Ende 15 Meilen hast. Ja. Wir lassen uns überraschen. Jetzt ist hier mal ein bisschen Sonne angesagt. Naja, die paar Minuten werde ich jetzt schon nicht rot werden. Na? Okay. Alles klar. So, das hier ist Salisbury. Na, hier, kleines Örtchen. Auch wieder kaum überteuert. Aber nein. Ich habe hier alles gemacht. Ich war bei der Post, ich war einkaufen. Habe auch noch was Warmes gegessen. Habe ein paar Vorräte dabei für einen Tag. Und ja, ein paar Leute getroffen, ein bisschen gequatscht, wie das eben so ist. Und jetzt geht's zurück auf den Trail. Es ist 1 Uhr. Oh ne, es ist schon 1:30. Naja. Mal sehen, wie lange wir heute Bock haben. Kommen so in 3-4 Meilen kommen dann
paar Shelterchen. Mal sehen, aber es ist echt gut zu laufen heute. Es ist nicht zu warm, nicht zu schwül, eigentlich perfekt. So, dann schauen wir mal, ob uns jemand mitnimmt. Nice. Was ein Anstieg hier. Nach dem Mittagessen direkt mal 1800 Fuß. Straight nach oben. Aber ich werde gleich belohnt mit einem Pool hier. Kann ich mich gleich schön reinlegen und mich abduschen. Dies war ein Scherz. Boah, geil. Woohoo! So. Geiler Aufstieg. Geil. So, trinken, rasten, da geht's weiter. Zweiter Anstieg des heutigen Tages. Eigentlich ist der dritte. Einmal Vorsicht bitte. Beautiful. Beautiful. Da oben wird irgendwas gearbeitet, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz auf dem Gipfel. Auf dem Summit. Aber atemberaubende Aussicht wieder. Häufen sich wieder ein bisschen. Ja, ich war jetzt, wie gesagt, bin an 2 Sheltern jetzt vorbeigelaufen. Hab da jeweils 5 Minuten Pause gemacht, hab das auf mich wirken lassen. Und mir ein bisschen umgeschaut und da habe ich mir gedacht, ach komm, so schön zu laufen heute, es ist nicht so heiß. Jetzt ist es gerade 4. Da habe ich mir gedacht, ich gehe noch ein bisschen. Kommt demnächst ein Campsite mit schönem Wasser und so. Und gucke ich mir das mal an. Wenn es mir da gefällt, bleibe ich. Da haben wir heute 18 Meilen gemacht. Und wenn ich immer noch Bock habe, sehen wir mal, wie es weitergeht. Umso kürzer wird der Nero dann morgen. Ja. Mal sehen, wo es uns hin verschlägt. 4 Uhr. Ich denke mal ein Stündchen noch. Länger halte ich sowieso nicht mehr durch unter Wasser. Und naja, Blödsinn, aber so in einer Stunde kommt der große Durst wieder zurück. Genau. Vorher habe ich die Butterfly wieder getroffen, alte Bekannte, die sehe ich ab und zu mal wieder. Eine nette, die hatte vor 4-5 Tagen ihr Jubiläum, hatte 30. Geburtstag und habe ich sie heute wieder getroffen. Und habe ich ihr nachträglich noch gratuliert, hat sie sich so sehr gefreut. Hat sie gesagt, oh, dass du da dran gedacht hast, hat sie gemeint. Ja. Naja, hübsches Mädel. Genau, alles klar. Dann gucken wir mal, wer da hakt und hämmert da vorne. Und ja, wenn ich jetzt hier so dastehe, so sieht schon aus, als würde es ein Stückchen weiter bergauf gehen. Aber wir folgen einfach dem Weg und dann kommen wir auch irgendwo an. Also ich habe keine Ahnung, was sie da gebaut haben, aber irgendwas Steintechnisches haben sie hier für mich hingelegt. Und ich musste ja immer irgendwie ein bisschen hochklettern, um zu sehen, ob man da auch was davon hat. Oh ja! Oh my gosh! What the heck? Ah, the cheetah. Breathtaking. Breathtaking. It's amazing. The minute is worth it. I've always longed to visit the real mountains. The closest I came was out in Arizona, where they're a little bigger, but not as big as those. So, ich probiere das mal. Ich bin ganz schön nah, ne? Der hässliche Vogel immer. Ich probiere das mal ein bisschen zu vermitteln, ja. Also, das hier ist gerade, das ist horizontal. So. Ich mache mit der Kamera nichts, ne? So. Da geht's halt hoch, ne? Ich meine, das wirkt auf dem Video einfach nicht so. Ich gebe jetzt mal die Kamera ein bisschen. Ja, das kommt einfach nicht so rüber auf der Kamera.
wie unfassbar steil das ist. Hier stehe ich jetzt ja, hier muss ich jetzt runter. Das kommt nicht so rüber. Das kommt einfach nicht so rüber. Na, ich habe es versucht. Vielleicht ist es einfach, ja, wurscht. Es ist krass. Es geht fast so senkrecht bergunter. Ja. Ja, es soll nicht langweilig werden, Freunde. So ist es nämlich. Kommt das jetzt vielleicht ein bisschen besser rüber? Keine Ahnung, ne? Ich glaube nicht. Ah! Ein Hoch auf die Knie. Die werden es mir wieder schön danken. Heute Abend im Zelt. La 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 la. So, bin gespannt, wann das ein Ende nimmt, weil ich glaube, das there was just the very beginning of a long and difficult descent. War lauter Blödsinn, verstehst du? Ja. Also mich hat es auf dieser Tour, warte mal, zweimal hat es mich gelegt. Zweimal hat es mich gelegt, aber ohne Folgen. Einmal bin ich beim Wasserholen auf einem Stein ausgerutscht und bin auf dem Rücken gelegen wie eine Schildkröte. Das zweite Mal war tatsächlich gestern. Da bin ich auch ausgerutscht und auf dem Arsch gelandet. Da hat mich mein Rucksack vor Schlimmerem bewahrt, sage ich mal. Das ist schon auch krass. Ich mache das gerade einhändig, ne, weil ich einfach komplett bescheuert bin. Aber wir sind ja gut im Saft. Wir sind nämlich 20 Jahre alt, haben die gesündesten Knie der Welt. Und, weißt du hier, 1-2 Meter zu laufen, das ist klasse. Das ist so schön. So, hier ist es auch wieder, also hier muss echt jeder Schritt einfach gut überlegt sein. Gerade wenn du allein unterwegs bist. Ja, ich erinnere an das deutsche Pärchen, die ich getroffen habe. Das geht so schnell, einmal nicht aufgepasst. 5 Meter Absatz oder was das war, was er mir geschrieben hat. Den hat sie nicht gesehen. Ist irgendwie blöd dagegen gelaufen und schon lag sie da und hat sich das Band gerissen. Dann ist natürlich Schicht im Schacht. So, ich kann das Ende sehen. Wahrscheinlich ist es nur so ein kleines Zwischenende. So, ne, der Berg, der lacht sich ja immer wieder aus. Der sagt sich, komm, wir geben dem Mike jetzt das Gefühl, dass er unten ist. Lassen ihn 20 Fuß gerade auslaufen und dann geht's wieder richtig runter. So. Naja. Let's get going, Freunde. Wir sind unten vom Berg, glaube ich. Zumindest. Wir haben auch das Camp erreicht. Das habe ich mir auch angeschaut und für nicht gut genug befunden. Außerdem waren da schon Leute und die besten Plätze weggemobst. Dementsprechend geht es für uns weiter auf der Suche nach Plätzchen für die Nacht. Irgendwas werden wir schon finden. Was ist da drüben? Muss ja nicht immer ein Campsite sein. Reicht ja einfach ein Fleckchen Erde. Aber das da drüben reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, es ist jetzt kurz nach 5. Ich bin eigentlich noch gut in Form. Es ist jetzt nicht so, dass die Füße irgendwie schwer werden oder so. Also ich fühle mich gut. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal straight zum nächsten Campspot. Gucken, ob da ein bisschen mehr frei ist und ja, die Fläche ein wenig, ihr wisst schon, ebener. Das da, das war Grütze. Also sowas, aus sowas einen Campsite zu machen, weiß ich nicht. Prädestiniert für Schiefschläfer, die auf sowas Bock haben. Aber ich glaube, das war
war es nicht wert, da sich umzusehen. Naja. Hier Pennsylvania lässt grüßen. Ja. Die Steine sind allgegenwärtig hier. Also sind ja Kumpels. So, ja, dann machen wir noch ein Stündchen. Oder 2 oder 3 oder wir gehen direkt nach Great Barrington. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Meter. 2 Shelter wären schon was gewesen auf jeden Fall. Aber machen wir halt heute ein bisschen an die 20 oder ein bisschen mehr. Umso weniger haben wir morgen. Kann morgen länger schlafen.